Wikileaks bringt eine Summe von 100.000 Euro auf für das in Europa meistgesuchte Geheimnis, die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. This is something enormous. It is about a final control, and it's the United States saying there may be another power in the world, but we will be the ultimate power. The TTIP is the most important thing that is happening in Europe right now. It's a secretive deal being negotiated between Europe and the United States. Einmal unterschrieben, wird es ein Schlüsselelement festigen, in dem Vorhaben der US-Regierung, einen neuen globalen Block zu schaffen, der die Dominanz ihrer größten Konzerne sicherstellen soll. Und um den Grund zu verstehen, müssen wir in die 50er Jahre zurückblicken. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Vereinigten Staaten für die Hälfte der Weltwirtschaft verantwortlich. Ihr Einfluss wurde von keinem anderen Land übertroffen und es ermöglichte ihnen, die Regeln des internationalen Handels vorzuschreiben. Zu ihrem Vorteil. Die Welthandelsorganisation WTO wurde in diesem Kontext geschaffen und die USA diktierten Regeln, die die US-Firmen begünstigten. Als aber Wirtschaften wie China und Indien der WTO beitraten, wurde der Schauplatz etwas demokratisiert und es wurde für die USA schwieriger, die Entscheidungsprozesse zu kontrollieren. At the WTO, at its Doha rounds, India spoke up and Brazil spoke up, and the US lost control. I think it's no use beating around the bush. This meeting has collapsed. Die USA hatten den Eindruck, sie bräuchten eine neue Strategie, um ihre globale Dominanz zu halten. Und das nach klassisch amerikanischer Art. Sie dachten groß. Um die WTO zu umgehen, erschaffen sie die größten internationalen Abkommen, die die Welt bislang gesehen hat. Sie werden die 3 großen Ts genannt. Die Transpazifische Partnerschaft, auch TPP, die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, auch TTIP, und das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, auch TISA. Und sie werden alle im Geheimen ausgehandelt. Jetzt gerade. We only found out when Wikileaks was able to leak parts of them. And what's interesting is when you look across all of these deals, whether it be TTIP, TPP or TISA, China is excluded, but also Brazil, Russia, India, South Africa, they're all excluded because those are the emerging economies. What is not often understood is that these agreements are part of a geopolitical war. This is a new war which is taking place between the United States and China. The United States is very scared of the rise of China, so it has moved to militarily encircle it through what is called the pivot to Asia, and now it's moving on to doing that economically. The basic idea which comes across from reading US strategy papers is the construction of a new grand enclosure. And to put inside this grand enclosure, the United States, 51 other countries, 1.6 billion people, and 2/3 of global GDP. To integrate Latin America away from Brazil and towards the United States, to integrate Southeast Asia away from China and towards the United States, and to integrate Western Europe, pulling it away from Eurasia as a whole and towards the Atlantic. Von den 3 großen Ts hat Wikileaks 4 Kapitel des TPP enthüllt, die 12 Länder aus Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Südostasien betreffen. Wir haben auch den Kerntext des TISA-Abkommens erhalten und veröffentlicht, das 52 Länder betrifft, einschließlich der EU. Aber fast alles von TTIP ist immer noch geheim. Einmal unterschrieben wird TTIP über die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts verantworten und wird jedes Mitgliedsland der Europäischen Union betreffen. Jedoch haben Parlamentsangehörige der EU deutliche Beschränkungen in das vorgesehene Abkommen, Einsicht zu bekommen. Yeah, I found it incredible as well that for something which is a trade agreement, not a matter of life and death in terms of security, where maybe you can understand some restrictions, and we don't even like those very much, but for a trade agreement, you know, that we can't actually make notes about what it is we're reading, issues that we might want to take away to look into, which actually might reassure us, you know, if we really were able to sort of take this away and look at it in depth. We don't have access to the key documents, the most important ones, because the devil is in the detail. When it comes to trade agreements, you need to know exactly what's in the text so that you can assess what the impact's going to be.
If EU parliamentarians want to see the TTIP, they have to call the US embassy and make an appointment. The appointments are only available 2 days a week for 2-hour time slots. Only 2 parliamentarians are permitted at once. They go to the US embassy, they have to hand in every electronic device, so they cannot possibly make a copy. They must agree to keep everything confidential, and then they're led to a secure reading room where 2 US embassy guards watch everything that they do. How can EU parliamentarians possibly understand what they're negotiating for Europe under these circumstances? Die größten Unternehmen der Welt haben nicht dasselbe Problem. Sie hatten vom ersten Tag an einen VIP-Zugang und somit reichlichen Einfluss auf die Verhandlungen gehabt. People, the likes of you and I, are excluded. Governments, to a great extent, are excluded. Those who are included are the multinational corporations. These agreements are basically corporate ownership agreements. The funny thing about free trade agreements, as we understand them, is they often have nothing to do with trade in the sense of the mutual lowering of tariffs. What they're about is enshrining an investor rights regime in the respective countries and ensuring that corporations can run wild in the respective economies with very, very little regulation or impingement by government or authorities. These treaties will have huge, huge implications for literally almost every critical issue that an individual citizen or community would care about: health, education, the environment, privacy, access to medicines. I mean, the list could go on. Einer der am meisten kritisierten Aspekte der TTIP ist ein System, das Investor-Staat-Streitbeilegung genannt wird, oder auch ISDS. Es ist ein geheimes internationales Tribunal, das Firmen erlaubt, Staaten wegen fast allem zu verklagen, von dem sie behaupten können, dass es ihre Investitionen betrifft. If a protest affects their profits, they can sue. If laws affect their profits, they can sue. If new regulations might impact what they want to do with their money, they can sue. This is a new power which will be handed over to US corporations to sue the governments of Europe in a parallel judicial system which is available to them alone. So people have no access to it, domestic firms have no access to it, governments have no access to it. It's just there for foreign investors, in this case US corporations. Basierend auf den Erfahrungen der ISDS argumentieren Kritiker, dass die Souveränität europäischer Staaten und ihre Demokratien in ernster Gefahr sind. Vergangene rechtliche Auseinandersetzungen umfassen die schwedische Firma Vattenfall, welche die deutsche Regierung auf 3,7 Milliarden US-Dollar verklagt hat, dafür, dass sie den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen haben. British American Tobacco hat Australien verklagt, weil ein Gesetz verabschiedet wurde, welches Zigarettenwerbung einschränkt. Die französische Firma Veolia hat Ägypten verklagt, weil dort ein Mindestlohn eingeführt wurde. Damit die USA und die EU ein Markt werden, argumentieren Befürworter von TTIP, müssen regulatorische Schranken beseitigt werden. Auf diesem Wege etwa müsste ein US-Hersteller von Sicherheitsgurten, der schon seine Sicherheitsgurte inländisch verkauft, diese nicht noch ein zweites Mal auf Sicherheit überprüfen lassen, weil die EU einstimmen würde, die US-Sicherheitsstandards anzuerkennen. Sie argumentieren, dass so Geld eingespart, Arbeitsplätze geschaffen und für die Kunden Preise sinken würden. Aber wie sicher sind US-Standards? So in the USA, 70% of all processed food sold in supermarkets contains genetically modified ingredients, whereas in the European Union, we've said quite clearly we don't want GM ingredients in our food chain. Similarly, in the US, 90% of all beef is produced using growth hormones, which have been found to be carcinogenic in humans. So they're banned in the European Union. And what the US government is saying is that under TTIP, under the free trade rules that they want to bring in, European consumers don't get the right to choose. In TTIP sind alle wichtigen öffentlichen Bereiche in Europa enthalten, einschließlich Erziehung, Wasser, Bahnen, Postdienste und wohl am kontroversesten beinhaltet es auch das öffentliche Gesundheitswesen. What is so scary about this is that corporations want to lock in their power. So they not only want increased power, but they want to make it impossible for sovereign governments to reverse the changes which are going to give them power. So, for example, with TTIP, if it passes with ISDS in it, the privatization of the National Health Service, which is happening in the UK, can never be reversed. What is democratic about an enormous imposition of power on countries whose citizens
have no way of knowing what's going on, of debating it, or influencing their government in its decision. That's anti-democratic. The history of these agreements shows that they're very difficult to change unless people can see what's in them. And that's why they're kept secret. Because when the contents are revealed, it generates an opposition. Wikileaks hatte schon beträchtlichen Erfolg, die TPP zu verzögern und Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, wie auch beim TISA-Abkommen durch Veröffentlichung der geheimen Entwürfe. Unsere Veröffentlichung eines vorhergegangenen Vorschlages einer US-EU-Vereinbarung, ACTA, ist gänzlich gestoppt. Wikileaks bringt eine Summe von 100.000 € auf für das in Europa meistgesuchte Geheimnis, die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Helfen Sie, die Welt einen transparenteren Ort werden zu lassen. Tragen Sie Ihren Teil bei. Gehen Sie zu http://wikileaks.org/ttip-reward.